Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für einen super leckeren Salat-Dürüm bzw. vegetarischen Wrap. Dafür bereiten wir als erstes einen Krautsalat vor, einen Spitzkohl halbieren und in dünne Streifen schneiden, anschließend mit einer guten Prise Salz und Zucker in eine Rührschüssel geben, ca. 1 bis 2 Minuten mit den Händen durchkneten, bis der Spitzkohl anfängt etwas Wasser zu verlieren, und dann einen guten Schuss Weißweinessig dazugeben, außerdem einen guten Schuss Olivenöl, noch etwas frisch gemahlenen Pfeffer und den Krautsalat anschließend einmal gut umrühren und bis zum Anrichten zur Seite stellen. Weiter geht's mit einer schnellen Dönersoße. Dafür zunächst etwas Dill und Petersilie fein hacken und danach zusammen mit je 200 Gramm saurer Sahne und 200 Gramm Joghurt in eine Rührschüssel geben, 1 bis 2 Knoblauchzehen dazu pressen, außerdem etwas Ketchup, einen Teelöffel Sambal Oelek und eine gute Prise Salz und Pfeffer dazugeben. Alles einmal gut miteinander verrühren und anschließend sind wir damit auch schon fertig. Als nächstes noch die restlichen Zutaten für die Füllung vorbereiten. Dafür einen kleinen Eisbergsalat in feine Streifen schneiden. Außerdem eine kleine Salatgurke und 2 bis 3 Tomaten fein würfeln. Und zum Schluss noch eine Zwiebel abziehen und in Streifen schneiden. Die Zwiebeln würze ich anschließend gerne immer noch mit einer guten Prise Sumak. Danach alles nochmal kurz zur Seite stellen und wir kümmern uns im Anschluss um das Fladenbrot. Das geht ebenfalls super einfach. Dafür 500 Gramm Mehl, 250 Milliliter Wasser, 50 Milliliter Öl und einen Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und mit einer Küchenmaschine oder den Händen zu einem glatten Teig verkneten, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Danach eine Kugel aus dem Teig formen, mit einem Messer in 8 etwa gleich große Stücke schneiden und die Teigstücke jetzt nacheinander mit kreisenden Bewegungen unter den Handflächen zu kleinen Kugeln formen. Wenn das erledigt ist, können wir die Teigkugeln ausrollen, dafür die Arbeitsplatte sowie die Teigkugel etwas bemehlen, mit den Händen ein wenig flach drücken und danach mit einem Nudelholz dünn und flach in etwa auf die Größe eines Tellers ausrollen. Anschließend müssen wir die Fladen nur noch ausbacken, dafür eine große Pfanne bei mittlerer Hitze erwärmen. Sobald die Pfanne heiß ist, einen Teigfladen in die Pfanne geben und so lange backen, bis sich auf der Oberfläche kleine Bläschen bilden. Den Teigfladen einmal vorsichtig wenden und von der anderen Seite für weitere 30 bis 45 Sekunden zu Ende backen. Die fertigen Teigfladen auf einem Teller stapeln und damit sie schön weich und elastisch bleiben, mit einem feuchten Küchentuch abdecken. Danach sind wir fertig und können unseren Salatwrap servieren. Als erstes mit ein paar Esslöffeln Soße einstreichen, dann mittig eine gute Portion Kraut sowie Eisbergsalat darauf verteilen. Als nächstes Gurken und Tomatenwürfel, ein paar Zwiebeln und zum Schluss noch etwas Mais und Feta-Käse. So sieht der fertige Salat-Dürüm dann aus. Jetzt müssen wir den Wrap im Prinzip nur noch aufrollen und anschließend genießen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.